Sonderausleihe, flexible Prüfungsformen und digitale Lehre. An der KU wird sich im Sommersemester einiges verändern und auf welche Veränderungen sich die Studierenden einstellen müssen. Das wird uns jetzt Präsidentin Gabriele Gien im Interview erklären. Frau Gien, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Welche Veränderungen warten denn jetzt auf die Studierenden? Ja, das Sommersemester startet am 20.04., endet am 7.08., wobei die letzten 2 Wochen eher flexibel zu handhaben sind, zum Beispiel für Blogseminare oder Ähnliches. Ganz neu ist, dass es digital startet. Das ist für viele eine große Umstellung. Die Dozenten bereiten sich gerade schon darauf vor. Und ob das Semester digital auch zu Ende geht oder ob es gegen Ende doch Präsenzveranstaltungen gibt, das wird man sehen. Aber zunächst stellen sich alle mal auf Online- und digitale Formate ein. Ist die KU denn auch gewappnet, diese digitale Herausforderung zu meistern? Ja, wir sind jetzt zumindest technisch aufgerüstet. Das heißt, wir haben Lizenzen zum Beispiel für Zoom erworben. Wir testen gerade andere Tools, sowohl auf die Sicherheit als auch auf die Praktikabilität. Wir haben Webcams, die man ausleihen kann und hoffen, dass zumindest schon mal die technische Ausstattung da ist. Die Dozierenden haben verschiedene Videotools und auch Lerntutorials zur Verfügung und haben sich schon ganz gut darauf eingestimmt, sodass ich optimistisch bin, dass wir tatsächlich starten sollen. Es ist völlig klar, dass die Hauptkonzentration jetzt erstmal auf den Pflichtveranstaltungen liegt. Das ist eine ganz wichtige Information. Das Wahlangebot wird eingeschränkt sein, aber ich finde es großartig, wie viele sich jetzt darauf einlassen. Wird es denn ein Nullsemester oder kann man da trotzdem alle möglichen ECTS da nochmal mitnehmen, die man auch benötigt? Ja, das ist politisch ja nicht nur in Bayern, sondern weit diskutiert worden. Die Entscheidung ist gefallen, es ist kein Nullsemester, aber die Regelstudienzeit wird um 1 Semester verlängert, so dass keinem ein Nachteil entsteht. Wir haben aber die Möglichkeit, ja dann trotzdem Angebote und so viel Angebote wie möglich auch zu machen, denn wir sollten die Zeit nutzen, die wir jetzt haben, um auch wissenschaftlich einfach weiter voranzukommen. Wie sieht es denn mit den Prüfungen aus? Werden die genauso stattfinden wie auch in den vergangenen Semestern? Nein, wir haben jetzt in einem Kraftakt erwirkt, dass wir die Prüfungsformen erweitern. Also die in den Modulbeschreibungen vorgesehenen Prüfungsformen und Formate können schon mal erweitert werden. Und auch digitale Prüfungen sind möglich, zunächst mal mündliche. Bei den schriftlichen Prüfungen digital, da brauchen wir noch etwas Zeit, um tatsächlich da auch zuverlässige Software und Tools zu entwickeln. Wie sieht es denn jetzt mit den Büchern aus? Das ist ja immer noch ein großes Problem für Studierende oder auch Dozierende. Wie sieht es da mit der Ausleihe aus? Das ist eigentlich die beste Nachricht jetzt vor Ostern. Wir haben jetzt auch in Abstimmung mit den anderen bayerischen Universitäten doch eine Sonderausleihe ermöglichen können. Sonderausleihe heißt kontaktlose Ausleihe. Und ein besonderer Service der KU ist auch, dass insbesondere Studierende und Mitarbeiter, die weiter weg wohnen oder die Risikopatienten zu Hause haben, können sich auf Kosten der Universität auch eine begrenzte Anzahl von Büchern per Post nach Hause schicken lassen. Da geht ein großer Dank an all die Mitarbeiter der Bibliothek, die natürlich einen erhöhten Arbeitsaufwand dadurch haben. Aber ich glaube, das ist ein toller Service und bringt uns ein bisschen aus der Bredouille, die wir ja hatten, dass insbesondere die Geisteswissenschaften sich natürlich schwer tun, ohne Literatur auch sich vorzubereiten und zu arbeiten. Und wie gestaltet sich jetzt denn der Alltag bei Ihnen hier auf dem Campus? Wie sieht es denn hier jetzt aus? Ja, zunächst ist es einsam geworden, wenn man sich jetzt hier im Hofgarten der Sommerresidenz umschaut, wo sonst viele Kinder, Hochzeitspaare sind, bin ich ganz alleine hier. Und auch so fehlt natürlich das soziale Miteinander, das uns ja immer stark geprägt hat. Das fehlt uns sehr und geht auch mir persönlich sehr ab. Aber ich glaube, durch die neuen digitalen Medien haben wir eine etwas andere Form des Miteinanders gefunden. Wir hatten zum Beispiel gestern eine Zoom-Konferenz mit 31 Kolleginnen und Kollegen. Das war die erweiterte Hochschulleitung, die Studiendekane, der Senatsvorsitzende und es war großartig. Alle waren sehr diszipliniert im Diskurs und wir haben das ganz toll zusammen hingekriegt und deswegen muss man sich vielleicht jetzt einfach auch mal auf eine veränderte Realität einstellen. Was mich persönlich, und das macht den Alltag, den Einsamen ein bisschen leichter, sehr bewegt ist, wie viele Menschen jetzt sich darauf einlassen, auf die Situation, wie viele Menschen 14 bis 18 Stunden am Tag arbeiten, damit hier alles klappt. Das sind viele in der 2. und 3. Reihe hinter den Kulissen. Das ist wunderbar und diese Solidarität, die uns trägt, gibt mir auch Hoffnung, dass wir vielleicht auch aus der Krise gestärkt als KU hervorgehen. Und das sind eigentlich auch schon meine Schlussworte. Ihnen allen vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich darauf einlassen und ein frohes Osterfest. Bleiben Sie alle gesund.